Wie wär's mit Ferien von der eigenen Biografie? Der Held kriegt eins auf den Schädel, geht zu Boden und als er wieder aufwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern, nicht einmal seinen eigenen Namen. Das ist der Stoff, aus dem Hollywood-Filme gemacht werden. Im richtigen Leben ist mir Amnesie allenfalls als partielle begegnet. Menschen hatten bestimmte Dinge vergessen, zum Beispiel die Sekunden kurz vor dem Unfall. Manche Dinge vergaßen sie auch nur für kurze Zeit und verhielten sich dann auf eine unerwartete Weise, so wie die Mitglieder einer Therapiegruppe im psychiatrischen Krankenhaus, als sie zu einer Tanzstunde versammelt wurden. Zunächst war es nicht ganz einfach, ihnen aus ihrer Starre zu helfen. Depressive Menschen lassen weder in ihrem körperlichen noch seelischen Ausdruck Anzeichen überschäumender Freude an der Bewegung erkennen. Und aller Anfang ist, man weiß es ja. Es wurden ein paar gruppendynamische Spielchen eingestreut, fröhliche Musik gespielt, Scherze gemacht und die Stimmung wurde tatsächlich zusehends ausgelassener. Schließlich war der ganze Club in Bewegung, tanzte und lachte und amüsierte sich, bis sich einer von ihnen mit der flachen Hand auf den Mund schlug, verstummte und versteinerte. Ich habe nur eine schwache Ahnung davon, was ihm wohl in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen sein mag. Vielleicht war es so etwas wie, ach du lieber Himmel, ich bin doch depressiv, ich darf gar nicht lachen. Am Ende würde er womöglich noch als geheilt aus seiner beschützenden Umgebung entlassen. Sein Verstummen war hochinfektiös und der Spaß war vorbei. Die ganze Gruppe hatte eine kleine Weile eine Amnesie für das, was ihre Mitglieder über sich selbst mit Überzeugtheit zu wissen schienen. In dieser kurzen Zeit wurden Bruchstücke dessen sichtbar, was ihnen möglich wäre, wenn sie sich von dieser inneren Fessel nur befreien könnten. Im Prinzip ist es genau das, was jeder übt, der meditiert. Nachdem wir uns im vorherigen Video mit einer Art Selbstvergiftung durch negative Gedanken auseinandergesetzt haben und wie man sich davon befreien kann, soll es heute um die Stille gehen, die daraus resultieren kann. Sie ist die Voraussetzung fürs Innehalten, das Leben und Erleben ganz im Augenblick des Lernens und vielleicht gar des inneren Wachstums. Eine Gruppe von Wanderern traf auf einen Mönch, der gerade Wasser aus einem Brunnen schöpfte. Einer fragte ihn, was denn der Nutzen von Stille und Meditation sei. Der Mönch sagte, sie sollen in den Brunnen schauen. Zunächst sahen sie nur die unruhige Wasseroberfläche und konnten sich selbst nicht erkennen. Nach einer Weile des Wartens kam das Wasser zur Ruhe und sie sahen ihr eigenes Spiegelbild. Der Mönch erklärte ihnen, dass die Unruhe des Wassers mit dem unruhigen Geist vergleichbar sei. Erst wenn wir innehalten und still werden, können wir uns selbst klar erkennen. Schließlich bat der Mönch sie erneut, in den Brunnen zu schauen. Jetzt war das Wasser vollkommen ruhig und klar. Sie konnten sogar die Steine am Grunde des Brunnens sehen. Der Mönch erläuterte, dies ist die tiefe Erfahrung der Stille und Meditation. Wenn man sich ausreichend Zeit nimmt, um zu verweilen, eröffnet sich möglicherweise die Einsicht in den Urgrund allen Seins. In der Meditation wird die Stille als Weg zur inneren Ruhe und Klarheit betrachtet. Ohne sie kann sich der Geist weder beruhigen noch die Gedankenflut eindämmen, die ihn normalerweise so beschäftigt. Die Stille zu ertragen, das kann eine echte Herausforderung sein.
Viele von uns haben gelegentlich Schwierigkeiten, still zu sein und sich dabei auch noch wohl zu fühlen. Vielleicht kennen Sie das auch. In der Stille können unangenehme Gefühle wie Einsamkeit oder Verdruss oder Langeweile aufkommen. Die Erfahrung der Stille kann aber genauso gut etwas ganz Wunderbares sein, wenn man sich einmal auf sie einlässt. Sie ist nicht einfach nur das Fehlen von Geräuschen, sondern ein Zustand des Geistes, der durch das Loslassen ablenkender Gedanken und Emotionen erreicht wird. Sie ist tief und persönlich und kann auf vielfältige Weise beschrieben werden. Als Gefühl von Weite und von Freiheit, als tiefes Verständnis der Verbundenheit allen Seins, als ein Zustand des Friedens, der jenseits aller Worte liegt. Es kann ein Gefühl auftreten, als löse sich das Ego auf, was wiederum als Einheit erfahren werden kann. Ein Zustand, der in der Meditation nicht nur erwünscht ist, sondern als Weg zu wahrem Glück und Befreiung von Leid betrachtet wird. Man erkennt die wahre Natur des Seins und verbindet sich mit dem inneren Selbst. Darüber hinaus kann Stille auch eine Quelle der Inspiration sein. Ihre Erfahrung hilft, die eigene Kreativität und Intuition zu entdecken und entwickeln. Ein Zen-Sprichwort sagt, die Stille ist nicht leer, sie ist voller Antworten. Jiddu Krishnamurti drückte es so aus: Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt. Aber wenn du still bist, kannst du vielleicht etwas Neues erfahren. Im Zen-Buddhismus ist die Stille besonders bedeutend. Die Praxis des Shikantaza betont das Sitzen in völliger Offenheit und Präsenz, ohne ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Es geht darum, einfach zu sein und die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Stille ist nicht nur Ziel und Mittel der Meditation, sie dient auch im Alltag, indem sie Achtsamkeit und Gelassenheit fördert. Die Zen-Nonne Kankyo Tanye betont, dass bewusste Momente der Stille im Alltag helfen können, sich zu entschleunigen und wieder mit der Natur in Kontakt zu kommen, besonders der eigenen. Und genau an diesem Punkt setzt die Blütenrezeptur Stillness an, die aus 3 Essenzen besteht, 2 Blüten und einer Edelsteinessenz. Konkret sind es die weiße Kastanie, die Magnolie und der Mondstein. Die weiße Kastanie ist so populär wie kaum eine andere Bachblüte, weil sie uns allen helfen kann. Es ist kein Typen- oder emotionales Mittel, es ist ein mentales Werkzeug. Man nimmt es und nutzt es, wenn man sich in einem Zustand befindet, in dem einem der Kopf brummt und man seine Gedankentätigkeit einfach nicht abschalten kann. Wer kennt das nicht? Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber in Breda im Südosten der Niederlande, wo ich einmal eine Zeit lang wöchentlich zu tun hatte, gibt es einen Park zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt mit vielen Kastanienbäumen. Das ist ein richtiger Ruhepunkt zwischen dem Brausen der Züge und der Einkaufszone. Und für mich war es ein besonderer Ort, der mir das Warten auf meinen Zug versüßte. Dort liefen überraschenderweise Hühner, die man sonst nur in Gehegen sieht, frei umher, mitten in der Stadt und taten, was sie wollten. Die zweite Blüte, die Magnolie, bricht den inneren Panzer auf, wenn man sich einen zugelegt hat. Meist geschieht das aus Gründen des Selbstschutzes gegen Kräfte von außen, manchmal aber auch, um nichts fühlen zu müssen, was im Innern so brodeln könnte. Man spaltet Dinge von sich ab und verliert sich auf diese Weise selbst oder zumindest Teile seiner selbst.
Aus diesem Grund ist die Magnolie eine so ausgezeichnete Blütenessenz, wenn es darum geht, zurück ins eigene Zentrum zu kommen und dort Ruhe und Frieden zu finden. Sie macht den inneren Zwiespalt deutlich und hilft bei seiner Überwindung, sprich der Rückkehr aus der Zerrissenheit in die Harmonie. Die Edelsteinessenz des Mondsteins schließlich bringt die Stille der Nacht und die Offenheit für Intuition. Sicher sind auch Sie schon mal aufgeblieben, wenn alle anderen schliefen, haben den Sternenhimmel betrachtet und den Frieden genossen. Eine solche Wirkung fügt die Essenz des Mondsteins der Mischung hinzu. Wenn man einfach nur sitzen möchte, alles von sich abgleiten lassen, zu sich selbst kommen, innere Konflikte und kreisende Gedanken zur Ruhe bringen will, dann sollte Stillness in Erwägung gezogen werden. Stille zu erleben bedeutet eins werden mit sich selbst und seiner Umgebung, offen sein, still sein und sicher sein. Senrin Kushu sagte, sitze still, tue nichts, der Frühling kommt und das Gras wächst von selbst.